Hallo und herzlich willkommen. Wir sind bei der nächsten Folge von The Shapeshifting Detective und wir hatten beim letzten Mal ja schon so eine kleine Runde gedreht und... welche Taste? Doch, das ist doch gehen. Okay, dann drücken wir halt so drauf. Wir hatten schon mal eine kleine Runde gedreht und mit jedem hier einmal gesprochen von denen. Wir hatten erfahren, dass die Alibis mehr oder weniger alle einen Dreck wert sind und keiner so richtig da irgendwas hat. Und da wir ja ein Wechselbalg sind, haben wir natürlich die Möglichkeit, jetzt hinzugehen und einen von denen hier nehmen, in den wir uns quasi verwandeln können. Wir müssen natürlich ungemein aufpassen, wer wir gerade sind, was wir da reden, sagen. Und wir sollten natürlich nicht gucken, dass wir als die Person dieselbe Person besuchen. All das würde uns auffliegen lassen und ja, das wäre vielleicht nicht so gut. Ich würde vorschlagen, wir sind erstmal der Detective hier, beziehungsweise der Polizist, Officer, wie auch immer. Hi, Hi. Hi, I'm Chief DuPont. Und damit sind wir Chief DuPont. Da sehen wir jetzt auch, wir sind jetzt aktuell der Chief und gehen hier raus. Und damit können wir jetzt ganz neue Gesprächsmöglichkeiten eröffnen. Wir gehen erstmal wieder zu Violet. Who knows whether you've made the right decision or not, Claude? How's Bronwyn been? Okay. How's Bronwyn been? What were you doing last night? How's Bronwyn been? Wie geht es Bronwyn? Overly nice. She's covering her tracks well if she has anything to hide. What was it I asked you to do again? Was verlangte ich nochmal von dir? Okay. Bisschen auffällig vielleicht, aber wir haben keine andere Möglichkeit. You just told me to report back to you if I noticed anything suspicious. Good grief, Claude. You're a bit young to be losing your marbles already. What were you doing last night? Okay. Was habt ihr denn gestern Nacht gemacht? Claude, we've been through this. I honestly don't remember. I checked my diary and there's no entry, so I was probably here, as always. How can you not remember, Violet? Das würde ich wirklich gerne wissen. Wie kannst du dich nicht erinnern? I don't know. Which is exactly what I said in my statement. Don't try and get me to contradict myself. Okay, da haben wir nicht wirklich viel erfahren, außer dass sie irgendwas gegen Bronwyn hat, weil Bronwyn viel zu nett ist. Ja, sie ändert sich halt an gar nichts. Könnte vielleicht daran liegen, dass sie eben diese Schizophrenie hat, wogegen sie ja diese Tabletten nimmt, was wir herausgefunden hatten. Wir gucken aber uns mal die Bronwyn etwas genauer an als Chief. Chief DuPont, what a pleasant surprise. I think we've covered just about everything twice over, but if you think I'm hiding something... Who are you really, Bronwyn Castle? Tja, wer bist du wirklich? Does it bother you, Chief DuPont, knowing there are things in this world that aren't black and white? You don't know what to file me under, and that makes you uncomfortable. Or perhaps you've already made up your mind about me. Why don't you tell me who you think I am? You're a con artist. You're a murderer. Können wir da einfach so vorwerfen, dass sie eine Mörderin ist? You're a con artist. Oder die Hochstaplerin? You're a murderer. Ich mache You're a erstmal con das mit artist. der Hochstaplerin. I haven't asked anyone for a penny. Na gut. Das war auch alles andere als schlüssig. Wir gehen einfach mal weiter.
zu dem Rain. Good evening, Chief Dupont. Dorota's family, what does the tarot say about them? Dorotas Familie, was sagt das Tarot? I can do a reading if you want. Ja, leg mir doch mal die Karten. It's the Five of Cups. It talks about loss and dealing with that loss. I don't think you need a tarot reader to interpret that one. Bronwyn ever been arrested? Ja, wäre auch interessant zu wissen. Not since I've met her. She's a lawful good type character, if you play D&D. Lexi ever been in trouble with the police? Aha. Also er hält viel von ihr. Lexi, das ist die dritte von denen. Da fragen wir einfach mal. Hatte die schon mal Probleme mit der Polizei? No, not to my knowledge. She's sweet and innocent. Or haven't you picked up on that yet? Mhm. Dann besuchen wir doch direkt mal die dritte von denen. Oh, Chief Inspector, you gave me a shock. What is it? What have I done? Tell me about Bronwyn. Ja, Tell me erzähl about mir was. Bronwyn. She's an Aquarius, her favourite colour is green. What else do you need to know? Is she your leader? Seid ihr dafür? Are you prepared to go to Okay. jail for her? Wir könnten richtig knallhart loslegen. Aber Is wir she your machen's leader? erstmal mit der Anführerin. Führt sie die an? This isn't a cult. She looks after me and Rain. Make sure we eat healthy and brush our teeth. Why are you here in August? Die redet immer nur Blödsinn, habe ich das Gefühl. Okay, warum bist du hier? Well, it's not for the nightlife, I can tell you that. This is where the cards told us to go. I guess you could call it destiny. Do you know anyone here? What's wrong with the nightlife? Ja, was ist falsch am Nightlife? There isn't any. And sometimes a girl needs a party. What were you doing last night? Was hast du denn gestern Abend so gemacht? Nothing. I mean, I was here all night. This cat's on her. Bron can vouch for me. Was ist das da? Gut. Also das hätte ich mir ein bisschen aufschlussreicher vorgestellt. Okay, da kann man nichts ändern erstmal. Ich mache das jetzt mal genau andersrum, weil Chief Dupont wusste ja was von den Tabletten. Ich wechsle zu ihr. Hello, I'm Violet. I'm Violet. Und dann fahren wir mal zum Chief. What's going on, Violet? Is everything okay? Yes, I'm okay. No, I'm not okay. No, I'm not okay. What's the matter? The new detective's acting strangely. I think I might be the I don't feel safe. The new detective's acting strangely. Acting strangely, ja. Dadurch kann ich vielleicht ein bisschen was rausfinden, was ihr über mich denkt. That's to be expected. I told Sam to do whatever it takes to get the job done. Maybe strange is one of those things. Off you go. I'm being subtle. I don't want to see you back here, okay? You got anything to report, give me a call. Any problems, talk to Danny. Danny, remember? Danny? Danny? We just talked about this. I said I'd post somebody this morning, and I did. Then I told you it was Danny. Take the pills, Violet. Take the pills. Okay. Also es gibt einen Danny, der noch irgendwas damit zu tun hat. Und es ist ziemlich bekannt, dass sie die Pillen unbedingt nehmen soll. Ja, wir gehen mal wieder zurück. Okay, wir haben aber noch keinen Danny als Möglichkeit.
Also gehen wir erstmal wieder in unser Zimmer. Wir könnten nochmal versuchen, vielleicht hat sich ja so ein bisschen was nochmal aufgeschlüsselt und zusammengereimt. Das heißt, wir gehen wieder in unser eigenes Ich, beziehungsweise das ist ja auch nicht unser eigenes Ich, wir sind Sam, das haben wir auch nur angenommen. Und ich würde, glaube ich, auch It's noch 6 mal erstmal o'clock zum and you're Chief. listening to Radio August. Police investigating the murder of Dorota Shaw are appealing to the community to help catch her killer. The body of 21-year-old Miss Shaw, an accomplished cellist, was found in her home last night. Police are describing the murder as a violent and despicable act. Monroe. It's just terrible. Meanwhile, out of respect for the victim and her family, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced shortly, so do stay tuned to Radio August for updates. I heard Dorota Shaw was due to play this weekend. At the Tulip Festival? Indeed. I understand why they'd want to postpone it. Tonight the weather will be mostly dry and warm, but be on the lookout for dark clouds on the horizon, as there may be scattered showers. Best take an umbrella, Monroe, so you don't get wet. I like getting wet. That's 6 o'clock with Poe and Monroe. Okay. Nächstes Kapitel. Nein. Nein. Das nächste Kapitel wollte ich eigentlich noch nicht. Oder habe ich tatsächlich schon alles? Ich will erst nochmal zum Chief. It is, and that's where it's staying. You don't need to see it, Sam. Violet can get confused at times. Just keep doing what you're doing and we'll get along fine. Okay. Also er nimmt auf jeden Fall Violet gut in Schutz. Pains me to think that I was even on the list, but I'm ruled out because we have video footage of me in the station at the time of the murder. Rain says he was praying in his room, alone. Nobody corroborates. Bronwyn and Lexi say they were in the same room last night. Shame they can't agree which one. The tarot readers have mentioned a job. We don't know what. Violet says she doesn't remember last night, and you found out she's taking pills. Perhaps they're related. That's it. Ja, das ist ziemlich gut zusammengefasst. Alles klar. Dann gehen wir nochmal zurück in die Pension. Und wir riskieren mal was. Hello, I'm Violet. I'm Violet. Das ist jetzt noch nicht so extrem, aber nachher, wenn wir die untereinander versuchen ein bisschen auszuspielen, dann könnte das vielleicht interessant werden. So. Ah, cool, das wird direkt rausgenommen, also kann mir das gar nicht aus Versehen passieren. Gut, dann gehen wir erstmal zu Bronwyn. Violet kann sie eigentlich überhaupt nicht leiden. You don't trust me, do you, Violet? Is it because I read tarot? Why don't you let me pull a card for you? No, thank you. Nein, möchte ich auch nicht. Did you sleep well last night? Yes, thank you. I didn't see you yesterday evening. Ich habe dich gestern Abend nicht gesehen, als Täuschung, okay. I stayed in my room. You can ask Lexi. That reminds me, I think I found a book of yours. It's called He Came Through the Shadows. What makes you think it's mine? Was lässt dich glauben, dass es meins ist? Okay. Your name's written on the inside cover. Okay. Dann besuchen wir mal die nächsten. Mrs. Gallagher, an unexpected pleasure. How long are you planning to be here? Jo, wie lange willst du noch hier bleiben? In town? I really don't know. Until the tarot tells us to leave. Or you kick us out, obviously. How did you know Dorota was going to die? Why do you think the police... How did you know... Why do you think the police suspect Bronwyn? How did you know Dorota was going to die?
das weiß ich ja. Durch die Karten wird er dann einfach nur sagen. Why do you think the police suspect Bronwyn? Machen wir mal das hier. Now that's a very good question. Logically speaking, you'd assume all three of us were in on it. Or none of us. Okay. Dann sind wir mit dem schon fertig. Und dann gehen wir mal zu der Lexi. Hello, Violet. Is everything okay? Ignore the mess. I was just going to tidy it up. Did you have a pleasant evening last night? Hattest du einen schönen Abend? Great, thanks. The room's really lovely. But you weren't in this room, were you? I didn't see you around yesterday evening. Ich sage dir das selber. Ich habe dich gestern Abend nicht hier gesehen. I stayed here. I was playing solitaire with Bronwyn. Isn't solitaire for one player? Solitär nicht nur für einen Spieler? Ja. Und Nägel lackiert ist das, You weren't painting your nails. was sie mir ja gesagt hat als Sam. Isn't solitaire for one? Also wissen You wir weren't das ja. Das painting wäre your jetzt, um sie nails. herauszufordern. Isn't solitaire for one player? Ja, dann machen wir das. Yeah, I was playing and she was scoring. Ah ja. Alles klar. Okay, dann gehen wir wieder ins Zimmer. Und dann wechseln wir mal zu ihm. Hello, I'm Rain. I'm Rain. Okay. I'm Rain, okay. Okay. Gehen wir mal. Ich würde sagen, wir gucken erst noch mal, was Violet uns hier als Rain sagen würde. Ist sie nicht da? Okay, sie ist nicht da. Dann gucken wir mal, was Bronwyn uns vielleicht erzählt. Das könnte durchaus interessant werden, weil sie ihm ja sicher mehr sagen wird. Have you met the new detective yet? We're basically under 24-hour surveillance now. Do you think Sam's onto us? Ja, wird uns durchschauen. Das ist natürlich eine ziemlich krasse Frage. Onto what exactly? The real reason we're here. What we did. Our role in the murder. The real reason we're here. Der richtige Grund, warum wir hier sind. Sam's not a mind reader. At least I don't think so. Just try not to let anything slip. Okay, also es gibt auf jeden Fall ein Geheimnis. Einen wahren Grund. Ja, dann gehen wir mal zur Lexi. Rain, I'm so worried about Bronwyn. What are we going to do? Why are you worried about Bronwyn? Ja, warum? The chief thinks she killed Dorota. Maybe she did kill Dorota. Ich glaube, Maybe die she did. Frage würde ich vermeiden. Oder eher Aussage. Okay. Dann gehen wir noch zurück ins Zimmer, wechseln auf Bronwyn selber erstmal. Hi, I'm Bronwyn. Mal gucken, ob Violet jetzt da ist. Is there something I can help with, Miss Castle? I hope we're not being too much trouble. It's very brave of you to tell the chief that Dorota will be murdered and then stick around afterwards. I'd have run for sure. You strike me as someone braver than that. Why would I run? You strike me as someone braver than that. Du wirkst mich mutiger als das. Why would I Warum run? sollte ich davonlaufen?
You strike me as someone braver than that. Ich mach mal das hier. I'm brave, but I'm not stupid. Okay. Also man merkt, die mögen sich nicht besonders. Dann gucken wir mal, was Rain zu sagen hat. Bron, something doesn't feel right. I don't know what exactly, but it's not right. Thoughts on Dorota? Well, it's hard to say with just one victim. Musical talent, red hair. If there's another, there will be a pattern. Do you think it's another rite? A right? Okay, Ritualmord. As in the same thing we were chasing after in Birmingham? I suppose it doesn't really matter. Just have to try and stop it. Stop it? Birmingham? Stop it? Okay. Birmingham? The Traveller? Dead girls? Ring any bells? Traveler? Wenn ich das jetzt noch Traveler? frage, dann hält er mich für komplett verrückt. Deswegen sagen wir If it nichts. follows the same pattern as Birmingham, we're looking at 2 more victims. 2 weitere Opfer werden kommen. Okay. Vielleicht haben die 3 mit diesem Mord ja wirklich nichts zu tun. Es ist ein Ritualmord. Wir gehen mal zu Lexi. Bron, are you okay? I'm not okay. I'm okay. I'm not okay. Not okay. Vielleicht erzählt sie mir dann ein bisschen was mehr. Well, if you're worried, I should be worried. Why are you worried? Should I be worried? Are you worried? Only if you are. This could go on in circles for a while. Let's just keep cool and stay in our rooms. Okay. Das war nicht sehr erhellend. Ja, dann haben wir noch eine Möglichkeit. Und zwar Hi, I'm Lexi. Lexi selber. I'm Lexi. So, und dann gucken wir uns nochmal die 3 hier an. Wir gehen erstmal zu Violet. Hello, Lexi. What can I do for you? Please don't ask us to leave. The police want alibis from everyone for last night. Please don't ask us to leave. Bitte verlange nicht, dass wir gehen. The police want alibis from everyone for last. Okay, Please don't ask us to leave. mach mal das hier. Have you been speaking to Sam? You're safe for the minute. That sounds ominous. Das klingt unheilvoll. If one of your crew did murder Dorota, you can't really stay here, can you? The police want alibis. The police want alibis from everyone for last night. Ich lasse das mal mit den Alibis. Ich wüsste nicht, was mir diese Frage bringt, außer vielleicht Probleme. Und dann gehen wir zu Bronwyn. What's up, Lexi? I'm sensing something's on your mind. I'm worried about our alibi. Ich mache mir unsere Alibis. Don't worry about that. We don't have anything to hide. I'm more worried about Violet. I didn't see her last night, did you? You think she's the murderer? Did Violet know Dorota? You think she's the Sie ist murderer? der Mörder? Fragen wir mal so direkt. I'm not sure I'd go that far, but it's definitely suspicious. Mhm. Und dann gehen wir nochmal zu Rain. Something's weird, isn't it? Bron seems strange today. How are you? Wie geht's dir? Do you think Bronwyn might get falsely imprisoned? It happens all the time. Are you looking to take over? Möchtest du übernehmen? No. I'm just worried. Okay. Wir machen uns wieder zu Sam. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf in das nächste Kapitel.
Wir haben soweit eigentlich alles durch. Ja, so ziemlich alles durch. Rufen uns das Taxi. Wir könnten noch mal kurz zum Chief und vielleicht noch mal zu rekapitulieren, was wir alles haben. Ob da noch was dazugekommen ist. Also ich für meinen Teil denke, dass die drei nichts mit dem Mord zu tun haben. Aber die sind irgendwas Größerem auf der Spur. Pains me to think that I was even on the list, but I'm ruled out because we have video footage of me in the station at the time of the murder. Rain says he was praying in his room, alone. Nobody corroborates. Bronwyn and Lexi say they were in the same room last night. Shame they can't agree which one. The tarot readers have mentioned a job. We don't know what. Violet says she doesn't remember last night, and you found out she's taking pills. Perhaps they're related. That's it. Okay, also da ist jetzt nichts mit dazugekommen. Dann auf zum nächsten Kapitel. It's 6 o'clock and you're listening to Radio August. Police investigating the murder of Dorota Shaw are appealing to the community to help catch her killer. The body of 21-year-old Miss Shaw, an accomplished cellist, was found in her home last night. Police are describing the murder as a violent and despicable act. Monroe? It's just terrible. Meanwhile, out of respect for the victim and her family, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced shortly, so do stay tuned to Radio August for updates. I heard Dorota Shaw was due to play this weekend. At the Tulip Festival? Indeed. I understand why they'd want to postpone it. Tonight the weather will be mostly dry and warm, but be on the lookout for dark clouds on the horizon, as there may be scattered showers. Best take an umbrella, Monroe, so you don't get wet. I like getting wet. That's 6 o'clock with Poe and Monroe. Das hatten wir schon gehört, meine ich. Also ich bin jetzt im nächsten Kapitel. Stelle weitere Untersuchungen an. Achso, du hättest jetzt die ganzen Kapitel durchhüpfen können. Das wäre ja auch blödsinnig. Da machen wir lieber nochmal hier so einen kleinen Besuch. Zu Violet, der wir aber nichts zu sagen haben. Sehr gut. Ich glaube, mit den anderen brauche ich auch nicht groß reden. Was wir natürlich versuchen könnten, wäre mit dem Chief. Hi, I'm Lexi. I'm Lexi. So, dann rufen wir uns ein Taxi und fahren mal What is it, das Taylor? Taxi hier hin. Why did you hire Sam? Who would want to... Dorota's boyfriend seems sweet. Das Freund wirkt nett. Are Dorota's family safe? Dorota's boyfriend seems sweet. Who would want to kill Dorota? Why did you hire Sam? Ich frage ihn mal, warum er uns engagiert hat. I didn't hire Sam, the Shaw family did. No, they didn't. Why did you hire Sam? Okay, die Shaw Family. No, they didn't. Why did you hire... Ich gehe mal nicht weiter. The hiring of Sam is no concern of yours either way. Dorota's boyfriend seems sweet. Dorota... Who would want to kill Dorota? Are you doing your own investigation? Great! Let me know when you find out. Bronwyn thinks you've got it in for her. I go after bad guys. If she's a bad guy, then I've got it in for her. Why weren't the police protecting Dorota? What were you doing Monday night? Okay. Warum nicht? Well, let me see, Detective Taylor. Ask the surveillance cameras. I was here till I got the call. Are Dorota's family safe? Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Das heißt, wir gehen nochmal zurück in die Pension und werden wohl nochmal das Kapitel wechseln müssen. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen.
Madet die Ot schwingt dort, grüß euch Gott, ich bin fort.